zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Heute mit dem Cliffhanger. Und mit dem Falk. Hi. Leute, Falk ist auch mal wieder mit am Start. Heute haben wir auf jeden Fall was richtig Cooles vor. Wir sind in Nordrhein-Westfalen unterwegs und haben mindestens mal 2 Bunker, die auf euch warten. Einen davon, ihr habt es gerade gesehen, wir ziehen uns gerade Watthosen an, mitten in der City, einer großen Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und ich hoffe natürlich, dass wir gleich auch da reinkommen. Und ich kann euch eins versprechen, es wird auf jeden Fall etwas Besonderes, weil die Anlagen sind bisher noch kaum gezeigt worden im Social-Media-Umfeld in Deutschland. Und dadurch, dass wir halt in Wasseranlagen rein muss, wird es auf jeden Fall auch spannend. Und, hast du Bock? Wann habe ich mal keinen Bock? Eigentlich immer. Immer. So, Watthose und, hast du Bock? Ja. Du hast wieder Bock, ne? Ja. Falk war jetzt lange Zeit nicht dabei. Ich überlege nur, wo ich die ganzen Sachen hinpacken soll. Hast du keine Brusttasche vorne? Ja, ich guck mal. Ich sag mal so, meins ist eine modische Katastrophe, aber ich habe eine Brusttasche, wie so ein Känguru. Also von daher, Leute, bis gleich. Olli, was machst du denn da? Ich gehe jetzt da runter. Okay, dann geh weiter rein. Kannst du mal reinleuchten? Ja, ich habe keine. Falk, hast du eine Lampe? Nee, hast keine Lampe? Ich habe keine Lampe. Olli hat eine Lampe, ne? Ja, in der Tasche. Du darfst sie nicht so hinstellen. Ja, wie soll ich denn in meine Tasche gucken? Stimmt. Herrlich. Leute, macht das nicht zu Hause nach. Wir machen das, damit ihr das zu Hause nicht nachmachen müsst. So, leuchtet mal rein für die Zuschauer zu Hause. Komm, Buddy. Lang ist her, ne? So, Leute, da geht's jetzt rein. So, gib her die Lampe. Die geht vor. Olli, guck nochmal. Jawohl, geiler Typ. Halt, Mitgeben, ich leuchte von unten. Ja, hier. Soll ich nach oben gucken? Ich komme jetzt auch. Yes. So, Falk ist auch in the Bunker-Eingang. Tschüss. Ciao. So. Und ich nehme euch gleich. So, Leute, willkommen zurück. Ich zeige euch den Eingang jetzt nicht. Aber wie ihr seht, wir befinden uns in einem Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und ich mache noch ganz kurz das Mikrofon an. So, also Sauerstoff ist nicht ganz so geil, ne? Boah. So, hier nochmal der Blick zurück. Letzter Gruß an die Familie. Ich komme ja nach Hause. Ja. So, schaut mal hier oben. Alte Verkabelung ist noch da. Überdruckventil und hier direkt finden wir ehemalige Wandbemalungen. Mal gucken, ob es leuchtet. Und es leuchtet sogar noch ein bisschen. Schaut euch das mal an. Nach über 80 Jahren leuchtet das noch. So, Gasschleuse. Habe ich euch immer erklärt, wie das funktioniert. Und wir warten noch einmal auf Falk, dem gerade noch kalt war. Jetzt ist dir warm wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt wird es total warm. Schwitzen ohne Ende. Sehr cool. Ja, dann gehen wir vor. Wir folgen dir. So Leute, nach über 80 Jahren tauchen immer noch Bunker auf aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges in Nordrhein-Westfalen, die tatsächlich noch unberührt sind. Also auf den Bildern, die ich gesehen habe, gab es keine Graffitis. Und ich hoffe, das ist auch noch so. Schaut mal hier. Und nochmal der Blick zurück. Hier war die Handwaschbecken. Und hier kommen schon irgendwelche, wie nennt man die, Wurzeln oder so. Richtig krass. Guten Tag.
Schaut euch das mal an. Wow. Das ist mal spannend. Hier ist die Zimmer Nummer 15. Häufig sind die Wandmalereien nachträglich angebracht worden in der Nachkriegszeit. Warum hat man das getan? Weil hier Obdachlose gewohnt haben. Ihr müsst euch vorstellen, Deutschland wurde ja flächendeckend bombardiert ab 1941. Und dementsprechend war insbesondere nach dem Krieg die Immobilien in Deutschland zerstört. Wohneigentum und Wohnungen waren zerstört und deswegen hat man Familien und Leute ohne Obdach in solchen Bunkeranlagen untergebracht. Und schaut mal hier, wie wunderschön man diesen Rahmen verziert hat. Mal gucken, ob wir noch herausfinden, warum die Anlage unter Wasser steht. Die 16. Wunderschön. Und schaut mal hier, das Wasser hat die Zarge komplett angenagt. Hier löst sich schon Öl oder sowas. Überdruckventil oder Belüftung wahrscheinlich. Und ihr seht, keinerlei Vandalismus. Die Anlage ist wirklich noch nicht bekannt und ich habe sie tatsächlich auch noch nicht auf Social Media gesehen. Jedenfalls nicht auf YouTube. Und das ist hier etwas ganz Besonderes. Hier finden wir in altdeutscher Schrift das Wort Ausgang. Das hat man nachträglich wieder freigelegt. Hier muss es also schon mal übergepinselt worden sein. Hier an diesen Kanten waren häufig Bereiche für Lüftung, Toilette, Abwasser. Und tatsächlich finden wir hier auch die Belüftungsanlage Hugo Junkers aus Dessau. Das Typenschild ist sogar noch da. Elektromotorenwerke Kaiser. Aber das Datum kann ich leider nicht erkennen. Ist auch relativ selten, dass der Motor noch da ist, weil ja in diesem Motor, der besteht ja auch aus Kupfer. Und das klaut man normalerweise. Und wow, Leute, schaut euch das mal an. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich denke, das sind Schalter. Oder Drehregler für die Ventilatoren, für die Umdrehungen. Habe ich noch nie gesehen. Ja, habe ich noch nie gesehen. Das habe ich schon mal gesehen in dem Bunker, der auch unter Wasser stand, aber viel, viel höher, wo ich mit Lost History unterwegs war. Hier steht Flure, also es sind die Sicherungsautomaten. Das ist wirklich crazy, Leute. Kondensatpumpe. Wow. Also, schaut euch das mal an. Das ist wirklich toll. Ich bin begeistert. Hier die Wartungsöffnung für den Lüfter, für das Lüftungsblatt. Sicherlich noch drehbar. Und alles wirklich in einem hervorragenden Zustand, Leute. Wäre hier Strom drauf, könnte man wahrscheinlich sogar noch schalten. Ich denke, das ist irgendwas mit Überdruck. Hier ist sogar noch die Erde dran. Also dieser Bunker ist definitiv unberührt. Hier kommt das Hauptkabel rein. Ich hoffe, das ist stromfrei. Erdkabel sagt man auch dazu. Okay, du wirst begeistert sein. Ja, hier. Schaut mal hier, das Manometer. Das ist mittlerweile lose. Komplett. Hoppala. Ja. Komplett abgerostet. Ich lege es wieder hier hin. So. Alles wieder gerettet. Es lag anscheinend auch schon mal im Wasser. Boah. Habe ich so in diesem Zustand noch nie gesehen. Und ich habe echt schon einiges gesehen.
Hausanschlusskasten liegt da im Wasser. Und schaut mal hier. Einige Relikte. Das ist ein Rasierer, ein Kamm, Rasierklingen, 2, 3 Flaschen, eine Batterie, Parfümflasche. Höchstwahrscheinlich alles aus der damaligen Zeit oder Nachkriegszeit. Auf jeden Fall alt. Ein Schutzkasten. Bochum, Hauptbahnhof. Und irgendein Gegengewicht ist das hier. Keine Ahnung. Aber definitiv richtig spannend. Also. Olli, was sagst du? Shit. Sehr guter Zustand, oder? Wirklich, wirklich, sehr, sehr gut. Wir haben schon vieles gesehen, aber das ist wieder so ein Schmuckstück. Ja, ne? Ja, definitiv. Absolut. So, das ist hier der Ausgang. Bedeutet, hier finden wir eine Gasschleuse vor, die zweite. Mal gucken, wie der Ausgang verschlossen ist. Oh, der ist. Das fühlt sich ja eklig an. Ich hatte jetzt irgendwas an den Füßen. Also man hat den komplett zubetoniert, außer hier diesen kleinen Bereich. Und höchstwahrscheinlich, ja, schaut euch das an, Leute. Und wenn man das mal komplett auflädt hier, auch die Decke ist, glaube ich, schaut mal, wie hell das noch ist. Nach über 80 Jahren ist das noch richtig hell. Mega gut. Ausgang, der Pfeil. Telefonanschluss. Liegt hier noch im Eckraum. Anscheinend ohne Belüftung. Wird dann auch eine Unterverteilung oder so gewesen sein. Schaut euch das mal an. Mega gut, oder? So, eine alte Garderobe finden wir hier noch. Die Beleuchtung. Überlegt mal, wir sind ja jetzt hier nur zu dritt. Wenn man hier diese Anlage voll besetzt hat, das ist schon krass. Kann man sich gar nicht vorstellen. Eigentlich müssten wir uns mal mit 70, 80 Leuten in so einem Bauwerk treffen und dann mal nur einen Tag, 12 Stunden lang hier drin sein. Wie sich das anfühlt. Neben der Angst, die man hat, kommt auch, glaube ich, ganz schnell die Langeweile. Und kein bisschen Sprüh, kein bisschen Vandalismus. Aber in die Anlage kommt man auch nicht so einfach rein. Das kann ich euch sagen. Hier vorne ist der Ausgang, da sind wir rein. Und so viele Leute waren hier auch noch nicht drin. Toilettchen. Hier kommt langsam der Putz runter, die Fliesen. Originale Toiletten mit den Sitzwangen. Krass. So, leichte Kopfschmerzen kriege ich hier.
ist immer ein Zeichen, dass man schnell wieder raus sollte. Ein bisschen Gegenlicht haben wir auch hier. Und hier haben wir sogar ein Loch im Boden, Leute. Sollte man jetzt nicht unbedingt lange drauf stehen. Die Toilettchen ist leider kaputt, weil das abgefallen ist hier. Ist dann runter auf die Toilette gefallen. Hier ist sie auch abgefallen, aber daneben zum Glück. Die Sitzwangen hat man hier sogar demontiert. So Leute, also ich hoffe, der erste Teil des Videos hat euch schon mal gefallen. Für uns sind solche Bauwerke immer total spannend. Insbesondere, weil sie halt noch total unberührt sind und weil man sie noch nicht wirklich oft gesehen hat. Für uns geht es jetzt weiter. Wir müssen erstmal wieder hier raus und den Eingang so präparieren, wie wir ihn vorgefunden haben, damit da keine kleinen Kinder und so weiter reinfallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, nochmal Leute. Wir packen gerade unsere Sachen und dann geht's hoch. Dann kommt das, dann drückst du auf Video. Ich bin jetzt noch nicht so fotogen hier. Ah. Hast du so ein Iltis auf deinen Schultern? Habt ihr erlegt. Ja. Ein Bunker-Iltis. Mach die Lampe ein bisschen aus. Ich vertraue dir jetzt, dass die Tasche funktioniert. Das sind die Tasche geöffnet. Doch, aber ich habe neben diese Hose hier erkannt. Außerdem ist dein Handy zu groß. Ja, das ist nicht. Bist du der neue Mackie oder was? So Leute, das ist der Ausgang. Den wir zusätzlich hier betoniert. Und weg ist er. Sag, wann es losgehen kann. Ich habe gefurzt. Die leisen sind meistens die stinkigsten. Also wenn ihr die nicht hört, Leute, dann könnte es böse enden. Ich kann es bestätigen. Das ist echt die Hölle. Die Hölle. Brechreiz. Stopp. Einfach mal ins Loch leuchtet. So, und dann geht's jetzt hoch, Leute. Ihr könnt doch sagen, was ihr wollt. Watthose mit Watthose, jeder Bunker ist mit Watthose immer noch geiler, oder? Ja. Das war wie so ein Kondom, ne? Das ist schon geil. Er hat Kondom gesagt. Hey, Geil. das hat mir super toll Achso, du machst die Schuhe zuerst. Ah, ja. Ja, wegen der Luft. Ordnung muss sein, mein Freund. Ah, wenn ich das immer so sagen würde, Leute. Ja. Guck mal, wie schön das jetzt aussieht. Ja. Ah, ja, ja. Wir wollten mal Ollis Schuhe sehen. Das sind meine Lost Place Schlappen. Das sind seine Lost Place Schlappen. Olivgrün. Alles in Olivgrün bei mir. So, meine Freunde, ihr wisst ja, mittlerweile achte ich schon ein wenig auf die Gesundheit. Wir haben hier ein Sauerstoffmessgerät bzw. ein Mehrfachgaswarngerät. Das muss draußen am besten eingeschaltet werden. Und dann richtet sich das einmal ein. Und 20,9% Sauerstoff. Das passt also alles. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt in einem Bunker, wieder in einem Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Schaut mal, ich glaube, das leuchtet noch. Ne, es ist nur weiß. Und auch hier kaum Beschädigungen, aber leider Graffiti. Und hier finden wir eine Bunkertür. Und wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Für uns ein Revisit. Aber ich habe die Anlage schon lange nicht mehr gesehen. Und es war damals eine meiner Lieblingsanlagen, weil hier noch so viel drin zu finden ist. Hier ist die Belüftungsanlage. Scheinbar auch
nach dem Krieg noch gewartet. Hier finden wir Schalter. Ein, aus. Das ist natürlich schon besonders hier, wie in dem anderen Bunker, die Schalttafel. Und schaut mal, 1:1 wie in dem anderen Bunker. Drüben war es allerdings handschriftlich und hier ist es mit Schreibmaschine. Der Hauptschalter, Sicherungen sind rausgedreht. Oh, ich habe gelogen im ersten Teil. Ich habe das schon mal gesehen, aber tatsächlich das erste Mal bemerkt. Und mal gucken. Nee, viel sehen kann man da nicht. Auf jeden Fall ein, aus. Ich lässt sich nicht mehr bewegen. Und hier, der Lüfter ist 1:1 der gleiche wie drüben. Seht ihr das? Und haben wir hier betätigt, Nennstromläufer. Leider kein Datum. Schade, schade, Schokolade. Und hier auch der Elektromotor. Aber auch leider kein Datum drauf. Also, wusstet ihr sicherlich, ist ein Weltkriegsbunker, Zweiter Weltkrieg. Deutschland wurde insbesondere ab 1941 großflächig bombardiert. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Warum hat man Zivilbevölkerung bombardiert und sich nicht auf militärische Ziele beschäftigt? Also Hitler hatte damals England überfallen wollen. Und das Problem war, dass er natürlich die militärischen Ziele bombardieren wollte, aber bei einem Luftangriff die Luftwaffe tatsächlich daneben geschossen und zivile Stadtteile in London getroffen. Und das hat Churchill dazu bewegt, auch auf Deutschland keine Rücksicht mehr zu nehmen. Und das war der Anfang vom Luftkrieg über Deutschland. Das wissen viele gar nicht. Das ist damals dazu gekommen. Aber grundsätzlich hat man im Ersten Weltkrieg, natürlich, da sind auch ungefähr 9 Millionen Zivilisten gestorben. Aber grundsätzlich hat man versucht, schon die Zivilbevölkerung einigermaßen zu schützen. Hier ist alles voller Spinnweben. Aber als das passiert ist, hat man dann keine Rücksicht mehr drauf genommen. Es gab auch noch einen Vorfall in den Niederlanden. Lass mich kurz überlegen mit R. Mir fällt leider das Wort nicht ein. Hitler hatte den Niederlanden gesagt, die sollen aufgeben. Ansonsten werden die Bomber flächendeckend die Städte bombardieren. Rotterdam. Die waren auf dem Weg nach Rotterdam und die Niederlande haben dann aufgegeben, aber der Befehl für den Abbruch, der kam nicht mehr an und dann wurde Rotterdam leider bombardiert und in Schutt und Asche gelegt. Und könnt ihr euch vorstellen, dass da natürlich viele Zivilisten bei gestorben sind. So, ist auf jeden Fall schon gut runtergekommen, das Ding, wie ihr seht. War damals ein bisschen anders. Schaut mal, hier haben wir noch Flaschen von damals. Wein, Bier, Öl, 10 D-Mark, Einnahmenbeleg. Daten sind drauf. Empfang, aber leer. Hier konnte man ein paar Weine sich aussuchen. Alter Fernseher oder Fernsprecher, ich weiß es nicht genau. Und mich hat er damals so bewegt, dieser Bunker, weil so viele Relikte aus der damaligen Zeit noch da sind. Und wie ich sehe, sind viele davon mittlerweile nicht mehr da. Maschine 10. Hier waren die Filter damals. Ach, schon krass. Vor Inbetriebnahme Öl, Stand füllen. Keine Ahnung, was das für Dinger sind hier. Maschinenraum. Hauptschalter.
Hier hat man das Erdkabel abgetrennt. Siemens Schuckert Hebelschalter. Oh, schwer, richtig schwergängig. Lüfterraum oder Filterraum. Und hier müssen wir einmal durch. Schaut mal hier, Ausgang Josefstraße. Gucken, ob wir hier auch raus können. Also ihr seht, es gibt 2 Eingänge bzw. Ausgänge. Die Anlage war also ein bisschen größer. Die hat man zugemauert. Da hatte man schon diese die Leuchtfarbe nicht mehr. Deswegen hat man die weiße Wandfarbe genommen. Und das ist sicherlich nochmal besonders. Denn hier gibt es 4 Öfen aus der damaligen Zeit, originale Öfen. Schaut euch das mal an. Von Seppel-Fricke, die kenne ich sogar noch. Einfach 4 Öfen. Schaut mal hier, erste Bundesliga. Das ist natürlich älter, ne? Jünger, älter. So. Toilettchen. Boah, komplett runtergerockt. Und die Toiletten werden wahrscheinlich auch im Nachgang noch benutzt worden sein, oder? Riesig, oder? Schaut mal da. Hat man den Durchbruch zugemacht. So, Geschmiere an der Wand. Dafür übernehme ich keine Verantwortung. So, eine tragende alte. Also in Summe schon ordentlich räudig, oder? Aber auch diese Bunker müssen gezeigt werden, finde ich. Mindestens mal dokumentiert. Und dann kann man ja selber entscheiden, ob man das gut findet oder nicht. Universalreiniger. Ganz, ganz alter Schrank. Boah, alles voller Spinnweben. Das schenken wir uns. So, über uns die Belüftung. Und hier nochmal die 4 Öfen. Wir gehen wieder durch. So, und werden Erinnerungen wach? Ja, Mann. Ja, Mann, ne? Definitiv. Aber damals alles spannend an solche Anlagen, ne? Definitiv. Ja, wir machen das jetzt schon ein paar Tage. Und wir haben schon ultimativ krasse Sachen gesehen. Und das hier war für uns damals ultimativ krass, weil noch so viele Sachen hier drin waren. Und der Einstieg ist auch relativ krass, weil wir sind mitten in einem Wohngebiet. Und ja, ist auf jeden Fall schon anders. So, hier nochmal originale Schrift. Hier leuchtet es vielleicht. Ja, hier leuchtet es. So, und hier finden wir noch ein paar Relikte. Lisa ist damals in dieser Waschkaue gefahren. Und was sagst du? Sieht schön aus, ja. Ja, gefällt dir? Ja, ja. Schön. Viele alte Sachen. Ja, ne? Vorne gleich. Ich habe den Hab schon gesehen. Zuschauern extra das Langweilige zuerst gezeigt. Okay. Ja, scheint mal hier auch eine Disco mal gewesen. Also hier, das war anscheinend damals wie sagt man dazu, ein Studio. Da hinten sind Basslautsprecher und alles voller Styropor. Hier wie drüben Toilettchen und hier noch ganz besonders die Handwaschbecken. Edelpilz. Wer hat es damals getrunken, seid ehrlich. Ich kenne auch das gute Paderborner.
So, und jetzt, Leute, jetzt kommt eigentlich das Highlight des Bunkers. Eins weiter noch, ne? Hier war. Steht nur ein Öfen drin. Ah ja, den wollte ich damals mitnehmen. Aber der hätte wieder dann nur bei mir rumgegammelt, weißt du? Den fand ich da. Ich weiß nicht, was der damals mit mir gemacht hat. Ich fand den aber wunderschön. Sieht auch sehr hübsch aus, ne? Ja, ne? Die ganzen Gitter. Mhm. Schon. Funktioniert wahrscheinlich sogar noch. So. Hier geht's los. Hier finden wir 2 alte Schallplattenspieler. Und wir haben das damals alles auseinandergenommen hier und überall hingeguckt. Aber wirklich gefunden haben wir nichts. Hier haben wir einen alten Koffer. Könnte sogar noch original sein, Leute. Das ist schon krass. Und den Koffer habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen in einem Bunker. So, ist es hier? Ja, hier ist es. Oh, die ganzen Zeitschriften sind weg, das war mal alles voll. Ist alles weg? Ja. Kannst du mal ein bisschen stöbern für uns? Ja. Ziehen wir erstmal schön Jahrgang. 54, ne? Elektronen. Vielleicht findest du ja auch die Heizung wieder. Ja, könnte, ne? Von meinem Brief. Mit einer D-Mark drauf, ne? Ja. Oh, guck mal hier. Mhm. Mit Kreuz? Nee, ohne. Ohne aber Kreuz, ne? Aber schon nah dran. Ja. 1953er. Ja, schöne alte Zeitung. Herne Handelsblatt. Das Handelsblatt. Das gute alte Handelsblatt. Deutsche Waren, 50, ja. Warenhandelsorgan. Ui, was haben wir hier? Und die 10. Die Lehrermännchen. Ja, ist auch irgendwie alles aus der Zeit, ne? Mhm. Nachkriegszeit. Ich denke, hier hat sich jemand sesshaft gemacht, der vorne das Studio hatte und sich dann intensiv auch mit Tontechnik und so weiter auseinandergesetzt hat. Aber auch Wein, ne? Eine Weinkarte. Ja, eine Weinkarte. Oh, Liebeskummer. Oh, der arme Kerl. Leute, bleibt Single. Dann gibt es keinen Herzschmerz. So, ich glaube, Oliver geht es genauso wie mir. Wir haben hier darauf hingefiebert, dass wir unbedingt noch mal hier hin mussten. Und, Olli, mussten wir noch mal unbedingt hier hin? Weiß nicht. Für unser Wohlbefinden, oder? Dass Wohlbefinden, ja. wir das einfach noch mal gemacht haben. Aber ist dir was aufgefallen? Alles, die ganzen Zeitschriften sind weg. Ja, nicht nur das. Was denn noch? Vorhin die Lüftung ist weg. Ja? Ja. Ich bin gerade am Gucken nach einem alten Video. Ja. Da weiß ich noch, da standst du und Lisa Aha. hier. Du standst hier, Lisa stand da, ich habe hier reingefilmt und hier waren diese Handpumpen für Lüfter, die standen hier. Waren die noch da? Ja, Die Filter meinst du, ne? ja, die hier unten, diese Pumpen, Achso, waren die hier noch? Ja? die standen hier, ja. Das ist unglaublich. Deshalb, wie ich eben reinkam, die fehlt irgendwas. Ich glaube, die sind weg. Die standen hier. Ja? Hier war richtig wenig Platz zum Filmen, das weiß ich noch. Weil die Dinger hier drin standen. Ja, lass uns mal draußen gucken. Leute, mittlerweile wird in diesen Bunkern alles geklaut. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Guck mal, der Falk macht hier mal ein bisschen aufladen. Licht aus. Oh yeah, nicer Dicer. Schön. Da war er noch gar nicht, ne? Nee. Ja, da muss man noch hin. Ich habe erst die anderen Räume erkundet. Du musst da hin? Ich weiß schon. Ich auch. Ja, sehr gut.